In den letzten Videos, da habe ich euch meine neuen C-Level-Kollegen vorgestellt und heute möchte ich auf das gesamte Jahr 2023 zurückblicken. Denn es ist ja schon wieder Dezember und diese Woche findet auch die erste Weihnachtsfeier hier in unserem Standort in Deutschland statt und nächste Woche da geht es schon weiter nach Timișoara zur nächsten Weihnachtsfeier. Also das Jahr möchte mit sehr großen Schritten zu Ende gehen, daher ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für einen Schulterblick. Dieses Jahr, das brachte wirklich unfassbar viele Veränderungen und es ist dadurch definitiv ein Beleg für die Weisheit des griechischen Philosophen Heraklit. Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung. Und Veränderungen, das sind ja für die einen erstmal Schmerzen und es ist mit Schmerzen verbunden und andere, die sehen zuerst Chancen und Möglichkeiten. Und genau so war es auch bei uns, das haben auch wir dieses Jahr erlebt. Also was war dieses Jahr los? Der ursprüngliche Plan war, dass wir, nachdem wir das Jahr davor die Reorganisation der Produktentwicklung umgesetzt hatten, dass wir in diesem Jahr die Reorganisation der Bereiche Vertrieb, Business Development und Support durchführen. Das Ganze wurde schon im Jahr davor begonnen zu planen und kurz vor der tatsächlichen Umsetzung, also früh im ersten Quartal diesen Jahres, da haben wir einen kompletten Stopp eingelegt. Denn wir hatten davon gehört, dass es eine Kündigungswelle inklusive Standortschließung bei einem unserer Konkurrenten gibt. Und ja, dann haben wir sehr viele intensive Gespräche geführt, haben Pläne geschmiedet und letztlich haben wir begonnen, seit Anfang Juni die ersten 9 Mitarbeiter einzustellen, die durch diese Kündigungswelle verfügbar waren, also sie waren somit auf dem Markt. Und wir stellten nicht nur eine Person ein, wir stellten direkt mehrere Personen ein, denn wir hatten ein ganz spannendes Ziel. Wir wollten die Arbeitsweise, die diese Personen seit Jahren praktizieren, eben auch aufnehmen und bei uns implementieren. Und daher folgten wir der Empfehlung Hire Teams, not just a manager. Und es klingt erstmal in der Theorie nach einem logischen Schritt, aber auch nach einem richtig radikalen Schritt mit viel Risiko. Und das muss ich bestätigen, ja, das stimmt. In den Vorgesprächen, da fanden wir heraus, dass die Personen, für die wir uns interessierten, dass die eine Arbeitsweise lebten, die sich von unserer bisherigen Arbeitsweise einfach richtig deutlich unterscheidet. Und das nicht nur in einem Fall, sondern doch in vielen Bereichen. Also es hätte Effekt auf mehrere Teams. Aber diese neue Arbeitsweise, die ergab einfach für uns total Sinn und sie klang halt einfach plausibel. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, die möchten wir implementieren. Ja, und auch für mich persönlich, das war ein total spannender Moment oder eine spannende Phase, als ich dann verstanden habe, was das für Konsequenzen für uns im Unternehmen hätte. Da war in meinem Kopf erstmal totale Achterbahn. Ja, also einerseits natürlich eine Euphorie, weil ich direkt sah, welche Probleme wir denn dadurch lösen könnten, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Respekt vor dieser großen Entscheidung, weil das einfach sehr radikale Veränderungen wären. Und eine Veränderung, die eben nicht nur eine Abteilung, wie zum Beispiel den Vertrieb, komplett umkrempeln würde, sondern auch andere Bereiche wie den Support. Oder es hätte auch eine komplett andere und engere Zusammenarbeit zwischen Bereichen wie Vertrieb, Produktentwicklung und anderen Bereichen zur Voraussetzung, um wirklich diese Arbeitsweise wirklich leben zu können und somit mit Erfolg auf die Straße bringen zu können. Aber letztlich sind wir dieses Risiko eingegangen und wir haben dadurch auch uns darauf committed, alles dafür zu tun, damit diese Veränderung zu einem Erfolg wird. Und im Detail bedeutet das, dass man in relativ kurzer Zeit schon eine ganze Menge Entscheidungen treffen muss. Kleine, aber auch richtig große Entscheidungen, die es natürlich dann gilt zu kommunizieren und dann eben auch zu realisieren. Und in diesem riesigen Paket an Entscheidungen, da war eine Entscheidung wirklich bemerkenswert und wichtig. Und das war die Entscheidung, einen Teil der 9 Kollegen, die wir an Bord geholt hatten, eben sehr früh zu ermächtigen und denen auch Verantwortung für Teams und Bereiche zu geben. Und diese Entscheidung war deswegen so wichtig, weil wir dadurch erreichen konnten, dass diese neue Arbeitsweise sehr schnell adaptiert werden kann und auch tatsächlich im Alltag konsequenzlos gelebt wird. Das klingt, wie gesagt, in der Theorie ist immer alles logisch und schön, aber ihr könnt euch mit Sicherheit vorstellen, was das gerade am Anfang bei uns intern ausgelöst hat.
Es gab anfangs einen totalen Clash of Culture. Aus der Perspektive einiger Leute der bestehenden Teams war das sicherlich so ähnlich wie, oh, plötzlich sind da neue Leute mit einer Vision und neuen Zielen. Okay, verstehen wir auch alles, aber die wollen nicht wirklich uns jetzt erzählen, wie wir arbeiten sollen. Die kennen Plenty doch gar nicht, die kennen gar nicht unsere Welt, unsere Arbeitsweise, die wissen doch gar nicht, wie das hier läuft. Und ich lasse mir doch jetzt nicht von denen hier erklären, wie es besser geht. Wir arbeiten hier auch toll, was soll das? Also das war so ein konstruiertes Beispiel von Dingen, die wir dieses Jahr erlebt haben. Und natürlich haben nicht alle so reagiert, aber die Vorbehalte bei einigen waren sehr laut. Und das wiederum führte auch bei den neuen Leuten, die wir gerade an Bord geholt haben, dann erstmal zu einer Überraschung, weil die natürlich mit einer ganz anderen Grundhaltung gestartet sind, ja eher so total positiv orientiert. Und die waren dann eher überrascht von dieser zurückhaltenden, zögerlichen Art. Wir sind doch hier angetreten und wir wollen hier einen Veränderungsprozess forcieren und der soll uns doch alle zusammen auch weiterbringen und soll auch auf der Kundenseite Vorteile bringen. Wieso machen wir das nicht erstmal und danach schauen wir uns an, ob das gut gelungen ist oder ob wir hier und da nochmal nachschärfen müssten? Also ihr seht schon, da ist richtig was aufeinander geprallt, zum Teil auch absolut logisch, dass es zu diesem Ausgang kam. Aber kurzum muss man einfach sagen, es war ein verdammt heißes Jahr. Und ein Jahr, aus dem man wirklich viel lernen konnte, und einige dieser Learnings werde ich mir auch rauspicken und daraus einzelne Videos für euch veröffentlichen. Versuchen wir doch mal ein erstes Fazit. Ja, es ist natürlich noch relativ früh, um so ein komplett vollständiges Fazit über alles zu ziehen, aber einige Dinge, die lassen sich schon heute feststellen. Erstmal das Offensichtlichste zuerst. Eine Reihe von Leuten hat dieses Jahr das Board verlassen, also ist nicht mehr Teil von Plenty. Und das hängt mehr oder weniger mit den vorgenommenen Veränderungen zusammen, aber man muss einfach sagen, es ist schade, weil das geschätzte Kolleginnen und Kollegen waren, die andererseits natürlich durch ihren Weggang auch die Möglichkeit eröffnet haben, dass man mehr und mehr Bereiche in diesen Veränderungsprozess aufnimmt und dadurch auch beginnt, mehr Bereiche neu aufzustellen. Das heißt, wir haben das Paket tatsächlich während der Implementierung größer gemacht. Und wir haben diese Chance genutzt, dadurch natürlich eine neue Arbeitsweise, veränderte Zielsetzung, aber auch eine veränderte Einstellung zur eigenen Tätigkeit zu forcieren. Also wir haben quasi versucht, einen Kulturwandelprozess im Schnellgang anzuschieben und sind da ganz bewusst Risiken eingegangen. Und wir waren vorher, sagen wir mal, gefangen in unseren eigenen Silos. Ja, jeder lebt so in seinem eigenen Silo, seinem eigenen Team. Und das ist dann bewusst oder unbewusst passiert, dass wir in so eine, sagen wir mal, Kultur des gegenseitigen Fingerpointings abgerutscht sind. Irgendwas ist ja immer, irgendwas funktioniert nicht. Und die Ursache für dieses Problem, die ist dann meistens extern. Ja, es ist ein anderes Team dafür verantwortlich oder ein Manager muss eine Entscheidung treffen oder was auch immer. Es ist halt immer eine Entscheidung oder es ist immer ein Problem der anderen, nie ein Problem des eigenen Teams, des eigenen Silos. Jedenfalls sehr oft ist das so. Das heißt, wir haben uns quasi ganz gut darin kuschelig eingerichtet, uns gegenseitig ein paar Steine in den Weg zu legen, die uns am Ende aber auch Geschwindigkeit gekostet haben, anstelle dieser positiven Energie, wir möchten jetzt gemeinsam eine Lösung erarbeiten und ich delegiere es nicht einfach nur weg, sondern ich bleibe ein Teil des Teams, was an einer Lösung arbeitet, auch wenn ich eigentlich gar nicht Verursacher dieses einzelnen Problems war. Nun gut, am Ende des Tages war es das Wichtigste, dass wir durch diese radikalen Veränderungen diesen, nennen wir es mal, negativen Kreis durchbrechen konnten. Und das war möglich durch radikale Veränderungen und ein radikales Vorgehen. Und natürlich war die Art und die Geschwindigkeit, die hat jetzt nicht nur Freude im ersten Schritt verursacht. Aber sag mal, gibt es neben dieser ganzen Unruhe auch erkennbare Ergebnisse, irgendwas Messbares? Ja. Auch das gibt es. Denn das sichtbarste Ergebnis ist mit Sicherheit, dass wir im vergangenen Monat November
ein Neukundengeschäft generiert haben, das wirklich gigantisch war. Und zwar im Bereich, also gigantisch jetzt nicht nur ein paar Prozentpünktchen, sondern wir haben hier ein Neukundengeschäft, Volumen generiert, was wirklich für uns absolut einzigartig ist, was wirklich ein Vielfaches dessen ist, was wir gewöhnlich generieren. Das war für uns absolut krass. Wir werten das jetzt mal als ersten Beleg dafür, dass wir auf den richtigen Weg eingeschlagen sind. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, wir werden die Weihnachtsfeier diese Woche und nächste Woche dazu nutzen, diesen ersten Erfolg gebührend zu feiern und natürlich auch den Mitarbeitern zu danken, die dafür sich persönlich investiert haben und an diesem Erfolg gearbeitet haben. So, das ist jetzt schon mal ein sehr guter Start. Aber wir wissen natürlich alle, ein warmer Tag macht noch lang keinen Sommer. Also schauen wir weiter. Das neue Vorgehen auch in dem Bereich Onboarding von Plenty One, Neukunden und deren Betreuung, das schaut ebenfalls sehr gut aus. Also auch hier wurden die veränderte Arbeitsweise schon sehr weit, also so einem sehr hohen Grad implementiert. Und das ist für uns ganz wichtig, weil wir hier erproben und diese oder einen Teil dessen verwenden möchten, um das dann im nächsten Schritt auch auf alle unsere Bestandskunden auszurollen, speziell die Erkenntnisse im Bereich der Kundenbetreuung, also Kundensupport. Und dann gibt es aber auch noch Änderungen, die sind für euch leider nicht sichtbar, noch nicht, werden aber im nächsten Jahr sichtbar sein. Und das betrifft zum Beispiel den Bereich der Produktentwicklung. Denn durch eine noch engere Zusammenarbeit im Verhältnis zu früher haben wir es geschafft, dass wir unseren Operating Plan, also wir committen uns ja immer auf einen 6-Monats-Zyklus und legen für 6 Monate fest, was ist hier das hauptstrategische Ziel oder was sind die hauptstrategischen Ziele und welche Projekte werden umgesetzt. Und diesen Entwicklungsplan, den haben wir sehr deutlich verändert, um mit den Projekten, die wir jetzt ins Rennen schicken, für unsere Anwender einen höheren Nutzen bringen zu können. Und die Ergebnisse daraus, die werdet ihr also in Richtung Ende des nächsten OPs, also im Bereich Mai, Juni dann auch auf der Straße sehen. Das heißt, ab dem Moment könnt ihr dann bewerten, was diese Änderung für euch für einen Vorteil gebracht hat. Aber wie eben gesagt, das nächste spannende Projekt, das ist schon vorher dran und das wird der Kundensupport sein. Dieses Projekt, das hatten wir ursprünglich für dieses Jahr geplant, haben wir jetzt verlagert auf das erste Quartal für 2024, weil die ganzen anderen Änderungen, die ich euch eben beschrieben habe, die waren einfach so massiv und haben so viel Energie gekostet, dass es jetzt einfach nicht möglich war, noch ein zweites dickes und sehr wichtiges Brett zu bohren. Also, ich habe hier ein positives Fazit gezogen und auch im nächsten Jahr werden wir es natürlich beobachten und ich werde euch auch punktuell Dinge mitteilen, was ich so in meinem Alltag erlebe. Es gibt auf jeden Fall eine Sache, die nehme ich persönlich mit für das nächste Jahr, so sagen wir mal, das ist so die Vorlage für einen Vorsatz, und zwar, dass richtig radikale Veränderungen natürlich bei einigen Schmerzen verursachen, aber eben auch lohnenswert sein können. Von daher nehme ich für mich mit, ich möchte bedacht bleiben, aber ich möchte bei meinen Entscheidungen auch mutiger sein. Das ist einer meiner wichtigsten Vorsätze für 2024. Ich hoffe, ihr durchlebt gerade ein sehr erfolgreiches Weihnachtsgeschäft und kommt da auch gut durch bis zum Ende. Dafür alles Gute. Danke für eure Geduld bis hierhin und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.